Und schon ist es der erste Advent. In meiner Reihe 24 Weihnachtskarten zeige ich dir heute gleich 6 Karten in einem Stück. Und zwar aus einem A4-Blatt, das ich bestempelt habe, gibt es 2 Impossible Cards, 3 Gutscheinkarten und eine geteilte Karte. Ja, wie das geht, das zeige ich dir jetzt und außerdem feiere ich mit dir ersten Advent. Hallo und herzlich willkommen in meiner Kreativwerkstatt. Schön, dass du dabei bist. Ich bin Angela von der Stempelfamilie. Ja, heute zum ersten Advent, gar nicht gemerkt, wie schnell die Zeit vergeht. Es ist schon wieder soweit. Ja, werde ich mein Adventsjournal vielleicht einweihen am Nachmittag, jetzt am Vormittag. Ihr habt ja entschieden, ihr wollt das vormittags sehen, also 10 Uhr. Die Zeit schlechthin gibt es bei mir keinen Tee, sondern Kaffee. Und ich zeige euch gleich 6 Karten, die ich gebastelt habe aus einem A4-Blatt. Aber vorher, wer sich bei meinem Kanal vielleicht öfter unterwegs ist, der weiß, dass es hier im Advent sonst oft 24 Mal ein Video abends 18 Uhr gab. Gute Nachricht, die gibt es immer noch, aber die sind aus 2021, 20 oder 2019. Könnt ihr euch aber anschauen. Jede Menge Bastelideen, jeden Abend eine Idee. Dieses Jahr also zum Adventssonntag ein Video speziell für mich im Advent. Und passend dazu hat meine Freundin Inge mir in der letzten Woche diesen kleinen schnuckligen Adventskranz geschenkt. Und der ist basteltischtauglich, weil hier das erste Licht brennt schon. Siehst du es? Man so, ich halte mich schief, ne? Genau, und hier drinnen, da sind die weiteren Flammen. Du verstehst? So, den stelle ich jetzt hier mal in meine Ecke. Der wird uns also begleiten im Advent. Und bei allen Videos, die jetzt im Advent 2022 kommen, wird immer die richtige Anzahl an Kerzen brennen. Wenn nicht, dann ist das genau dein Part, das zu korrigieren. Ich habe noch mehr Weihnachtspost, Adventspost bekommen, und zwar von der lieben Sarah gab es ein Päckchen für mich. War ganz gerührt und habe mich so gefreut, habe es aber noch nicht so richtig aufgemacht, weil 1. Advent ist heute und 1. Dezember ist am Donnerstag. Ja, aber die Karte habe ich schon mal ausgepackt und dann werde ich mich Stück für Stück am Advent an dem Päckchen freuen und euch sicher auch mal was zeigen. Und ich zeige euch jetzt mal die Karte. Da ist diese, habe ich immer noch nicht geschafft mit dem Dreh. Ja, da kann ich hier den Advent einstellen und wenn ich lange genug drehe, dann wackelt, seht ihr das da oben, dann bewegt sich sogar der eine Stern dort. Der da, genau. Total witzig. Ich mache heute mal die 1 für den ersten Advent, auch wenn die eigentlich für den 1. Dezember gedacht ist. Vorfreude, schönste Freude. Genau, im Advent ist noch nicht Weihnachten. Die Weihnachtszeit fängt am 24. Dezember an. Also haben wir jetzt Adventszeit. Vorfreude. Wunderbar. Ich mache heute auch deswegen meine Weihnachtskarten, die ich schon für meine 24er-Serie natürlich als Weihnachtsgrüße habe. Die habe ich euch ja eben gezeigt. Genau. Mache ich heute für den Advent. So, dann geht's mal gemütlich los. Ich weiß ja, manch einer von euch trinkt gerade Kaffee oder frühstückt oder ist gerade fertig oder fängt gleich an. Ich trinke Kaffee. Vorbereitet habe ich dafür schon mal ein A4-Blatt. Das habe ich bestempelt. Wir haben das im letzten Workshop, war das eins meiner Workshop-Projekte. Genau, habe ich also schon mal fertig bestempelt. Hier mit Advent, mit dem Stempelset Grüße mit Weihnachtsgrün. Davon habe ich dann auch die Stanzform verwendet, gleich bei der ersten Karte. Und das Besondere ist, habe ja sowas schon öfter gemacht, ein A4-Blatt zerschnitten oder ein 12x12 Inch Blatt oder ein 6x6 Blatt, war ja auch in der Reihe schon drin. Ich zeige hier mal ein bisschen, damit du, falls du was versäumt hast, dir noch die Anleitung anschauen kannst. Hier, das ist das One Sheet Wonder mit 3 Karten aus dem 6x6 Inch Papier. Genau. Ja, und heute wollen wir hier daraus 6 Karten machen und das Besondere ist, dass die alle was können. Also so ein bisschen, oder? Hast du das schon gesehen? Es ist jede Karte schön. Es sind alle einfachen Karten richtig toll, meistens. Also auch sowas hier. Da kannst du jetzt nirgends dran ziehen, ist aber nicht das Ding. Ist ja trotzdem eine wunderschöne Karte, selbst gestaltet. Und auch diese hier, das ist eine geteilte Karte. Finde ich ganz tolle Sache. Hat letztens Irmtraut bei unserem Videohop im Team gezeigt. Und ich dachte, mache ich auch gleich mal so ein Element. Genau, die. Dann gibt es die Impossible Card. Hast du die schon mal gesehen? Die wird ganz einfach mit ein paar Schnitten und Kniffen gedreht und dann entsteht diese verrückte, besondere Karte. Genau.
machen wir 2 Stück aus dem Papier. Brauchen natürlich immer noch ein bisschen Farbkarton und dann 3 Gutscheinkarten. Wobei, die musst du nicht alle als Gutscheinkarten machen. Du kannst auch mal hier sowas mit so einem eingesteckten Kartenblatt machen. Ich weiß ja nicht, ob du viele Gutscheine verschenkst oder Geld verschenkst oder wie auch immer. Also für Gutscheine und Geld wäre hier ein Fach. Kannst du das wunderbar verschenken. Auf der Rückseite vielleicht nochmal ein weißes Papier drauf, weil du vielleicht mehr schreiben möchtest als ich. Man weiß es nicht. Oder einfach so zugeklebt und fertig ist das. Und ja, hier was reingesteckt. Oder du entwickelst das weiter. Jedenfalls sind unsere Designerpapiere selbst gestempelt, dafür gut zu verwenden und einfach für deine Kreativität genau das Richtige. Okay, das Papier ist fertig. Jetzt noch schnell zu den Zuschnitten und zu den Materialien. Alle Zuschnitte, wie meistens in meinen Projekten, findest du auf meiner Website. Die ist verlinkt, heißt wie ich. Also entweder gibst du Stempelfamilie ein oder Stempelfamilie Angela Köber oder Angela Köber und schon wirst du bei meiner Website landen. Ich hoffe drauf. Wenn es meine alte ist, meine alte Website, wirst du von da weitergeleitet auf die neue. Schau einfach mal. Und dann das Projekt eingeben im Blog und dann siehst du das. Alles klar. Aber wie gesagt, in der Beschreibung verlinkt, genauso wie die Materialliste für meine Projekte. So, jetzt genug gequatscht. Kerze brennt, leuchtet. Genau. Und wir nehmen das Papier. Und jetzt ist folgende Sache zu bedenken. Bei der Impossible Card, die machen wir als zweite, muss man die Rückseite auch noch gestalten. Ich habe da schon mal was vorbereitet. Du könntest ja das Ganze auch einfach aus Designerpapier machen. In dem Fall mal zuschneiden auf das Maß A4. Also 21 x 29,7 cm. Ich schneide jetzt mal meine Objekte auseinander und die Mitte von 29,7 ist 14,85 und wenn ich das genau mache, dann passt das auch. Da zerschneide ich das. Diese Seite, wo ich die Rückseite gestaltet habe, hebe ich mir auf für meine 2 Impossible-Karten. Geht nachher weiter. Und ich schneide mir jetzt einen Streifen ab, links oder rechts, entscheide das für dich, wo dein Motiv am besten rumkommt. Also ich schneide einen Streifen, ich drehe Tatsache, von 10 cm. Genau. Lege ich auch beiseite, den brauche ich für die 3 Gutscheinkarten, also für 2 Impossible, 3 Gutscheinkarten. Und dieses Element, was übrig ist, das ist für unsere geteilte Karte. Genau. Und das ist jetzt 21 cm mal, wir nehmen mal das Lineal, ne? Reststück, kannst du ja schon gerechnet haben, mal 4,85. Genau. Jo, ich überlege, ich schneide das jetzt mal mittig durch. Das machen wir jetzt mal. Es bleiben dann am Ende genau ein paar Millimeter übrig, nämlich 10 mm mal 4,85 und kürze das jetzt auf 10. Du könntest es auch komplett machen, dann hast du keine Mattung an der Seite, geht genauso. Angela, du sprichst in Rätseln. Okay, ich erkläre das jetzt. So, Papierschneider erstmal weg. Jetzt hoffen wir, dass ich das gut vorbereitet habe und vor allem alles wiederfinde. Daran wird es scheitern. Hier, geht los. Okay, also geteilte Karte. Ich sage jetzt bei der Karte, was ich für Papierzuschnitte habe. Für meine Grundkarte mit der kurzen Klappe und dem Beinchen unten dran habe ich also einen Streifen 10,5, den Farbkarton längs aufgeteilt in der Mitte 10,5 mal, dann nimmst du den ganzen Farbkarton und kürzt aber auf 20,2 cm, machst dir eine Falzlinie bei 14,85. Ich arbeite also bei allen Karten heute in der Grundgröße. Ich will jetzt nicht schon wieder sagen normale Größe, dann werden die anderen ja nicht normal, unnormal, was auch immer. Gibt es ja nicht. Ne? Also 14,85, die gängige Größe, ist auch ein schöner Text. Und das zweite Feld für hier unten, denn in der Mitte ist sie ja geteilt, das ist 10,5 mal 5,3. Und hier können wir jetzt schon mal ganz schnell unsere Felder aufkleben. Und das machen wir auch. Das ist heute wieder so ein Video, wo ich ganz viel vergessen kann. Und ich werde auch ganz viel vergessen. Trösten wir uns, ist jetzt so. Müsst ihr mit leben. Das liegt einfach daran, dass ich im Moment ganz viel im Kopf habe. Aber wer hat das nicht? Ganz viel zu bedenken. So, dort haben wir schon mal. Das ist schon mal ein schöner Anfang. Dann habe ich zugeschnitten für Innenreihen, also die Innereien, genau. 10 mal 14,3 cm, 2 Elemente, falls du viel Text schreiben möchtest. Kleine Empfehlung, ich mache das jetzt nicht bei allen Karten, weil ich bin mir sicher, dass sich das irgendwann nervt.
Aber ich mache das jetzt bei diesen, dass ich einmal hier die Stempelkissen nehme und hier so ein Einlageblatt mit 2 Farben gestempelt. Ich habe gedacht, ich brauche sie nicht. Ne? Hatte ich weggeräumt. Also ich kann es ja verraten, hier ist schon der neue Mini-Katalog. Ich wollte ihn ja liegen lassen, echt. Ich wollte ihn wirklich nicht benutzen. Und dann hat sich gestern schon das erste Mal ergeben, dass wir mal was ausprobiert haben. Und das war, was soll ich sagen, es war so schön, dass ich weiß, ich zeige euch, ja, ich weiß, alle zeigen schon was, aber es ist ja noch so ein bisschen Advents- und Weihnachtszeit, aber ich zeige euch in den nächsten Tagen, Wochen auch mal was aus dem Neuen, wo ich schon wieder eine Idee habe oder mehrere Ideen. Und falls ihr schon was gesehen habt, könnt ihr schon mal raten, womit ich was zeige. Es ist so eindeutig, wer mich kennt, meine Videos sieht, der weiß bestimmt, was ich als erstes zeigen werde. So, ich mache das jetzt nur bei einem, ja, weil sonst, wie gesagt, ist der Sonntag futsch und ihr habt ja noch was vor. Also ich habe heute auch noch was vor. So, das hier klebe ich jetzt mal lecker hier innen rein. Genau, so. Und muss gleich mal an meiner Technik was drehen, sonst sehe ich nicht, was ich tue und das ist nicht so schön. Okay, kleben wir hier innen rein. Wundern uns nicht weiter. Einfach fest und schon haben wir auch an dem Element, wo das dann nachher geteilt ist und das untere rausschaut, eine gute Lösung, dass wir was sehen. So, jetzt mache ich mal hier ganz kurz die Hoffnung, dass alles heil bleibt. Ja, es bleibt alles heil. Ja, es läuft alles. Ach, das ist wie ein Länderspiel. So, hier ist die Klammer, die brauchen wir hier, die Bastlerschraubzwinge. Die setze ich jetzt. Hier unten ist das kleine Stück, da oben ist der Schnippel, der umgefaltete. Hier unten, das ist genauso groß, damit die Mattung hinhaut. Hier unten wird das angezwickt. Also es ist selbsterklärend, ich weiß. Ich erkläre es trotzdem. Ja, und dann nehme ich mir, was ich da so draufsetzen will. Und da habe ich aus diesen wunderschönen Grüße mit Weihnachtsgrün dazu wir haben es gleich, das Wort, die Stanzform verwendet. Glaubst du es? So, und dann setzen wir das hier einfach aneinander. Und ich zeige euch mal so zwischendrin, was man mit Schnipseln macht. Ihr wisst ja, manchmal macht man eine Schleife und dann ist das Band zu lang. Das ist kein Problem. Die Schnipsel heben wir alle auf. Also nicht alle, aber viele. Und brauchen wir wofür? Genau, für solche Sachen wie jetzt. So, ich setze das erstmal so ein bisschen. Das ist nicht so statisch. Mann, was hast du denn da schon wieder? So, dann überlege ich mir, wie ich die hier ansetze. So, ich setze sie so an. Ja, super. Hier habe ich so einen Schnipsel. Hier habe ich ein Stück Goldkordel. Noch habe ich, das ist wirklich der letzte Rest. Nehme, schneide mir ein Stückchen. Mal gucken, ob es zu lang oder zu kurz ist. Halte das hier so fest. Leier das zweimal drum. Notfalls ist das jetzt der Moment für den Gehilfen. Habe ich gerade nicht. Haben wir so gerettet. Dann nehme ich hier Doppelknoten oder wie auch immer, je nachdem, wie schön du das geschleift hast. Und mache hier ein Schleifchen drauf. Und dann habe ich die coolste Schleife ever aus einem Abfallstück. Ja, das heißt dann Upcycling. Genau. So, nee, auf dem Basteltisch heißt das nur verbasteln. So. Ich hoffe, ihr habt Zeit eingeplant, denn das dauert hier schon wieder. So, dann setzen wir den Schnippel da dran. So, schaut mal, so schaut das. Und dann ist bei den Stanzformen auch so ein wunderschönes kleines Teil hier dabei. Hier so ein schönes Etikett. Außerdem habe ich ja, hier seht ihr ja in Weihnachtsstimmung dieses Kreativset, womit wir letztens so tolle Ideen gezeigt haben. Also mein Team hat tolle Ideen gezeigt und ich dieses Album, dieses Adventjournal. Da ist ein Stempel drin, der heißt kleiner Adventgruß. Und ich mache hier Adventkarten heute. Weil ein paar Karten gehen auch schon eher raus und das hatten wir ja vorhin schon in meiner Zeit uns nicht so vertun, weil wir haben jetzt erstmal Advent. Müssen wir erstmal chillig abarbeiten, so ein Advent. Ne? So, ich setze schon mal hier unten meine Klebepunkte drauf, in der Hoffnung, dass das dann funktioniert. Ich lege das mal auf. So. Ja, und da oben kommt der große. Das ist spannend jetzt. Entweder geht es schief oder geht nicht schief. Adventgruß vorne dazu. Nummer 1, Nummer 2. Du kannst schon mal überlegen,
wie immer, welches von den 3 Teilen dir denn dann am Ende am besten gefällt. Ja, ich weiß. Ich finde sie alle gigantisch. Also ich mag diese geteilte Karte sehr. Hatte mir schon gefallen, als Irmtraut die gemacht hatte letztens, weil man da so viel mitmachen kann. Und es gibt ja auch immer diesen Moment, wo man sagt, Mist, verschnitten. Und dann kann man aus den Schnipseln nochmal so richtig tolle Sachen machen, nämlich geteilte Karten. Jetzt kommt der spannende Moment, was auf der Rückseite abgeht. Na, wir schauen mal. Alles versteckt. Wie haben wir das gemacht? Das war gigantisch. So, wenn dir das so nicht gefällt, dann meine Empfehlung, schneid dir nochmal 2 weiße Grundweiß-Farbkartons zu und klebt die dagegen, dann sieht das da auch nochmal lecker aus. Hier auf der Rückseite mache ich später, habe ich ja gesagt, sonst wird das heute utopisch lang. Mein Blatt, wo ich ganz wenig drauf setze, und hier vorne jetzt das i-Tüpfelchen, da gibt es noch diese Beeren, die haue ich jetzt hier auch noch drauf. Da kennen wir nichts. So. Und dann kommt das, was im Designerpapier ist, in der Karte vorne wieder zur Geltung. Ja, das müssen wir jetzt mal gucken, wie wir das hinsetzen. Ich glaube, es ist mal so dran. Ja, ich bin zufrieden. Karte gefällt mir. Karte Nummer 1 ist schon fertig. Jetzt schaue ich, dass ich mir für die Karte Nummer 2, was ja die Impossible-Karte ist, ein bisschen Platz mache. So, die lege ich da oben hin. Gut. Impossible Card habe ich gesagt, da brauchen wir dieses Stück, was jetzt ein halbes A4-Blatt ist, also ein DIN A5, 14,85 mal 21 cm. Wir nehmen wieder den Papierschneider und teilen es mittig. 21 mittig sind, das ist übrigens unser Rest, 10,5. Mehr bleibt nicht übrig heute von dem A4-Blatt. 10,5 aufgeteilt. Genau. So, und jetzt können wir mit Bleistift und Lineal arbeiten oder den Papierschneider nutzen mit einem Bleistift. Wir müssen uns ein paar Markierungen machen. Und zwar, wir nehmen das Blatt, welche Seite egal, ich radiere das dann wieder weg. Ich habe mir für diese Tatsache eine Schablone angefertigt, die zeige ich dir einmal, warum, oder es ist eigentlich ein Muster, weil wir schablonieren nichts damit, es ist ein Muster, damit ich das nicht vergesse, weil ich habe das schon mal vor 3-4 Jahren gezeigt und natürlich hatte ich es wieder vergessen. So. Ich zeige zu dieser Anleitung nächste Woche oder übernächste eine kurz und knackige, wo ich die Maße so anpasse, dass wir sie viel leichter machen können. Hier nehmen wir wirklich dieses Stück 14,85 mal 10,5 cm und brauchen 2 Hilfslinien, die das jede Seite praktisch mittig teilen. 14,85 mittig ist bei 7,4. Wenn ich jetzt ein bisschen schummel, genau, dann ist das einfach 7,4. So, da ziehe ich mir eine dünne Bleistiftlinie. Brauche vor allem den Mittelpunkt. Oh ne, ich brauche noch eine Seite. Genau. So. Jetzt drehe ich auf die kurze Seite 10,5. Dann 10, das sind 5 und 0,5, das sind 5,25. Ja, das schaffen wir auch. Da brauchen wir vor allem die Markierung hier am Rand. Schauen, ob das so hinhaut. Aber in der Mitte brauchen wir sie auch. Oh ja, entschieden. Also zieht das ganz durch, ihr habt den Radierung. So, das haben wir. Jetzt legen wir wieder so an, dass wir an der Seite die lange Seite ein und machen bei den 7,4 und ein bisschen zerquetschtes, schneiden wir ein bis zu unserer Mittellinie. Die ist da. Gucken, ob das richtig aussieht. Ja, das ist schon nicht schlecht geworden. Genau, und auf der anderen Seite, hier drüben, brauchen wir links und rechts eine Schneidekante bei, oder einen Spalt, einen Schlitz bei 3 cm. Also lege ich hier bei 3 ein, gehe auf die Mittellinie, ziehe bis zum Rand und andersrum genauso bei 3 einlegen und hier bis zur Mittellinie. Jetzt zeige ich das mal hoch. So sieht das aus, siehst du. Ja? Und jetzt fehlt eine entscheidende Linie, die machen wir jetzt. Wir legen es wieder in die andere Richtung quer an, also bei 5,25, da sind sie. Und gehen mit der Falzklinge, jetzt nicht schneiden, auf die 3 cm. Also hier unten liegen die 3 cm. Der Falz fängt an bei 3 und endet da hinten bei 3. So, das haben wir. Ja, und du wirst es nicht glauben, mehr ist es nicht. Jetzt falzen wir das mal in beide Richtungen ruhig, warum nicht. So, und jetzt halte ich eine Seite fest, und die andere drehe ich rum. Und schon steht das Mittelfeld hoch. Und der Witz ist, das, was hier war und da drüben, ist jetzt in einem Feld hier in der Mitte. Ja, es ist Mathematik. Nochmal.
Okay, ich halte die Seite fest, ich drehe diese Seite und das Mittelfeld steht hoch und so kann ich das Teil verwenden. Jetzt habe ich in der Gestaltung verschiedene Möglichkeiten. Ich habe ja noch das zweite, mache ich dann nachher genauso, die zweite Karte. Und ich zeige mal die Unterschiede, und zwar hier, ich habe ja schon ein bisschen was vorbereitet. Bei diesem hier habe ich die Unterlage, praktisch hier auf der Rückseite habe ich eine Mattung aufgeklebt, was aber eine komplette Fläche ist, und zwar ein A6. 10,5 mal 14,85 und dann nochmal ein weißes Feld zum Schreiben drauf. Das habe ich hier gemacht, dadurch sieht das Ganze kompakt aus. Bei diesem habe ich das freigelassen unten und da ist es mehr so freischwingend. Element, genau, so. Und hier siehst du auch, wenn du unterschiedlich gestaltest, die Rückseite, dann hast du es oben eben auch unterschiedlich gestaltete Flächen. Genau. Wie mache ich es jetzt? Ich schaue mal, was ich mir vorbereitet habe. Ich werde die Mattung drunter kleben, es ist ein bisschen stabiler. Ich nehme mal kurz meinen Ratschi und mache mal alles weg, was man sehen könnte. Kann ich aber auch später machen, ne? Das sieht man nicht, klebe ich zu. Okay, und dann nehme ich das Rot. Habe ich dir die Farben schon verraten, in denen ich heute arbeite? Ich arbeite mit Blutrot, mit Chili, mit Waldmoos und mit... Genau, was passt? Was haben wir noch? Wir haben so viel, was passt. Hier komplett geklebt. Noch mit, das ist weg, Waldmoos hatten wir schon. Olivgrün, da war es wieder. So, und jetzt gucken wir, dass wir das gerade drauf legen. Es ist einfach stabiler so. Ne? Passt also genau wieder drauf. Hier oben ist mein Schild. Und auch da kann ich wieder verschiedene Möglichkeiten machen. Ich habe dir bei der Anleitung, bei den Maßen, vorsichtshalber schon... ich weiß gleich, was ich sagen wollte. Schon auch dieses Feld in der Mitte mit einer Mattung berechnet. Musst du aber nicht machen. Kannst du machen, musst du nicht. Kann man machen. Dieses hier hält jetzt auch, wenn ich diese Unterlage nicht drauf hätte, das Ganze in Form. Könntest du mit Abstand machen. Ich mache es nicht mit Abstand, weil ich möchte es diesmal flach in einen Brief stecken. Man hat ja immer schon eine Idee, was man mit den Karten tut. Also der Plan sieht es vor, was dann kommt, ist was anderes. Genau, so. Und dann gibt es ein weißes Feld und das setze ich hier drauf und da habe ich mir überlegt, wir machen mal Maße, die man sich gut merken kann. Ich gucke aber erstmal, ob es passt. Ja, es passt. Und zwar mache ich hier keine Mattung und das Feld in Grundweiß ist 4,8 mal 8,4. Ist es nicht schön? Genau. So, jetzt suche ich wieder meinen kleinen Adventsgruß. Den stempel ich hier drauf auf die eine Seite mittig. Und dann habe ich noch die Streifen. Da habe ich mit lieben Wünschen von uns für die eine Seite. Und die andere Seite weiß ich noch nicht, die mache ich später. Ich habe überlegt, ob ich das so mache, dass das eine praktisch Advent ist und auf der anderen Seite schon Weihnachten. Dann spare ich mir ja den Rest, ne? Du verstehst, genau. Ja. Dann kommt nur einmal die Post. Aber mit allen Wünschen. Dann müsste man das mit dem neuen Jahr noch unterbringen. Da ist auch in diesem Stempelset hier mit etwas Glitzer zum Fest wird es wunderbar und funkeln vor Glück soll auch das neue Jahr. Das werde ich auf die andere Seite setzen, weil erstens passt das Motiv. Das mache ich gleich hier, komm. Muss nur finden. Oder ist es zu groß? Warte, wir gucken. Das passt wie ein Länderspiel. Ach, es ist so schön, wenn Pläne aufgehen, oder? Jo, das kommt auf die andere Seite. Den Glitzer bringen wir noch drauf. Da kennen wir nichts. So. Ach, das Leben ist so schön. So, ja, bei der Kleberei läuft das ja jetzt wie folgt. Das haben wir schon mal sicher. Ich setze das jetzt hier drauf und den Rest darfst du dir denken, weil ich werde das später fertig machen. Die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. So, jetzt hier drauf damit. So, schau mal. Ja, so ist diese Impossible Card und muss ja sagen, ist witzig. So, wenn wir das jetzt so machen und dann so und da drüben ist jetzt mit etwas Glitzer zum Fest, ja, du verstehst? Oh, es wird wunderschön. Wenn dir diese Mattung hier, also wenn das zu hell ist, dann nimmst du deinen Blending-Pinsel oder Schwämmchen oder was auch immer, setzt da nochmal an die Kanten ein bisschen Blutrot. Mache ich nachher vielleicht auch noch, ohne mein Blatt zuzudrücken. Ja, auch hier empfiehlt es sich, man kann auch, wie bei den anderen Karten, einfach nochmal was nachstempeln. Kannst du auch nachträglich machen, hier die Schleife drauf. Da drüben nochmal ein kleines Element drauf stempeln. Bestimmt eine tolle Idee. So, also jetzt haben wir schon mal so gut wie die zweite Karte fertig. Das lege ich da hin.
Also 2 Impossible Cards. Impossible. So, dieses hebe ich mir auf, lege ich hier drüben mal schön wieder hin. Packe ich hier runter, dieses auch, weil die bastel ich später fertig. Ich zeige dir ja jetzt einfach, wie wir heute gleich 6 Karten fertig haben und ich habe hier was vorbereitet. So, okay, weiter geht's. Was haben wir noch? Jetzt haben wir noch die Gutscheinkarte. 3 Karten. Wenn du Gutscheine draus machst, dann sind alle 3 identisch zuzuschneiden. Wieder das A4-Blatt nehmen, in der kurzen Seite anlegen, bei 10,5 teilen. Dann hast du 2 Karten in jedem Fall und jetzt kürzt du dir so, wie du das brauchst. Ich habe die erste Falz gesetzt bei 14,85 und die zweite Falz bei 22,4 und dann nehme ich mir mein letztes Stück Designerpapier, das ist dieses Stück, 10 mal 21 cm und du ahnst es, ich brauche 3 Karten, also teile ich das jetzt jeweils in 7 cm Stücken. Einmal und nochmal und habe 3 Stücken von 7 cm und die passen da wunderbar auf mein Element. Hier ist jetzt zum Beispiel die Sache, nee, es passt, es passt. Ich wollte schon sagen, wenn du bei deinen Motiven ruhig überlegen, wenn du sie anlegst selber oder auch wenn du Designerpapier nimmst, falls Schriftelemente drauf sind oder Männchen, dass da keiner auf dem Kopf steht. Also macht nichts, ne? Aber wenn doch und du willst das nicht, dann plan das vorher ein. Okay, das haben wir so. Dann haben wir hier das Beinchen für unsere Klappe. Die Klappe. Ein Band, das habe ich hier hinten. Und da das ja ein Gutschein ist, werde ich das auch nicht festkleben. Hier bei manchen habe ich es hinten dann fixiert und festgeklebt oder hier, wo ich diese Karte rausnehme, zum Beispiel bei diesem, ja, da habe ich das wirklich als Klappe gelassen. Das ist dann komplett. Genau. So, bei hier mache ich das so, dass ich jetzt mit 2 Stück im Grundweiß zugeschnitten habe. Wieder 10,5 mal 3 cm, 10 mal 3 cm. Nein, jetzt vergiss das Maß. Ich fange nochmal von vorne an der Stelle. Ich war nämlich gedanklich schon weiter. Ich wollte dir sagen, schneid dir diese Sachen alle zurecht am Anfang, dann kannst du die alle gleichzeitig schon vorstempeln und musst nicht jedes Mal wieder anfangen, Stempel raus und zu putzen und neu aufzusetzen und so, ne? Also 10 mal 14,3 cm, dann bist du genau so, dass du reihum 2,5 übrig hast. Und das kleine Stück innen setze ich auch gegen bei 10 cm mal 7 cm ist das, genau. Und vorne das genauso groß wie dieses. Ne? Sag mal, habe ich jetzt hier geschweinst? Ich habe hier geschweinst. Ich habe erzählt und schief drauf gesetzt. So, jetzt siehst du mal, wie Angela kämpft, weil sie was retten möchte. Ja, da freue dich dran. Ja, aber sie erzählt also ohne Ende und denkt nicht drüber nach, was sie tut. Mal sehen, ob das funktioniert. Ja, ich sage nichts. So. Und an dieser Stelle spätestens wirst du merken, Angela schneidet nicht, die lässt das drinne. Das ist mal so nach dem Motto, ja, passiert. Ich sage nichts, wir setzen das hier drauf, wir tun so, als wäre nichts. Bei den anderen 2 Karten machen wir das natürlich ganz anders, quatschen weniger, passen mehr auf. So, als wäre nichts gewesen. Glaubst du es? Das ist ja wieder so. Gut, ich setze das hier rein, ich klebe das auch fest. Ich mache die Karte einmal in der Technik komplett fertig, weil ich dir zeigen möchte, wie schnell und einfach du eine Gutscheinkarte machst, die nicht wehtut, wo überhaupt nichts dran ist und die einfach ganz schnell fertig ist und wo ein Geldschein rein kann oder so ein fertiger Gutschein. Ja, vielleicht auch noch ein kleiner Text oder so, wäre auch möglich. Also man muss ja nicht immer materiell verschenken. Man kann ja auch ideell, du weißt schon. So. Das setzen wir hier ran. Mal sehen, was ich jetzt vergesse. Das klappen wir hier rum. Da kommt das Scheinchen rein. Habe ich eins in der Tasche? Nee, gerade nicht. Alles rausgepackt. Hier kommt das andere Element rein. Das will ich ja später noch bestempeln. Aber hier bei dem werde ich das wirklich mal bestempeln, wenn es drin ist. Und was habe ich noch für ein Stempelset? Was kann man denn da jetzt mal verwenden? So, drauf damit. Schleife drum. Und in dem Fall wirklich so, dass wir sie binden und nicht blind machen, also nicht dann aufkleben, weil ich möchte es ja öffnen. Wir kommen hier raus. Hier. So. Also, das wird dann nachher nochmal nachgearbeitet. Du kannst dir das schon vorstellen. So sieht das Ganze aus. Jetzt ziehen wir das Ende dann noch ein bisschen besser. Das andere schneide ich noch nicht ab, weil ich das nochmal neu baue. Gutschein für dich. Im allerbeste Grüße ist wieder mal ein Stempel und der heißt in dem Fall Gutschein für dich. Den setzen wir uns da mal noch drauf.
Ich habe noch das Glutrot hier, das passt eben auch ganz gut, könnte aber auch einen Grünton nehmen. So, und das gleich mal so machen. Wir haben ja Rückseiten, ne? Genau. Ich setze mal hier unten einen Gutschein für dich hin. Er ist ein bisschen schief, sehe ich gerade, deswegen mache ich den manchmal vor und dann muss ich ihn hier mal ein bisschen rücken. Ja, gerade, ne? Schon läuft das. Du weißt ja, das Blatt hat eine zweite Seite. Das wird dann ein Innenblatt bei der nächsten Karte. So, ja. Die Karten sind gezeigt. Wie war das mit dem Käffchen zum ersten Advent? 10 Uhr, das ist schon 10:30. Wie die Zeit vergeht, wenn man sich amüsiert. Ja, so. Jetzt, also eine Karte. Ich mische das jetzt mal bunt. 2 Karten. Ich lege aber mal so ein bisschen das A4-Blatt wieder zurecht. 3 Karten. Die Seite. Wir wiederholen praktisch. 4, 5 Karten. Ja, du siehst jetzt diese Flächen. Und bei der 6. Karte, das ist diese. Da siehst du, habe ich die Streifen da oben und da unten der. Genau, schon habe ich 6 Karten aus einem A4-Blatt. Ja, da sage ich mal, ich wünsche dir viel Spaß beim Nachbasteln. Und ich werde jetzt als nächstes nochmal hier mich an dieser schönen Karte freuen, die lege ich dahin, und meinen Adventskranz bestaunen. Der ist so genau wie ich den mag, ja, so minimalistisch. Also ich bin ganz begeistert. Lege ich dahin. Also ich habe jetzt schon Adventskalender und ich glaube, und das zeige ich euch nächste Woche, in dem Päckchen von Sarah ist noch ein Adventskalender drin. Also ich bin wirklich reich beschenkt. Kommt dann am nächsten Sonntag zum zweiten Adventsvideo. Ich bin schon gespannt, was da kommt. Und jetzt nachher werde ich hier mal schöne Fotos machen, wenn ich heute unterwegs bin. Bin heute Tatsache unterwegs. Heute ist Hamburg dran. Ja. Okay, das war's. Geschafft. Okay, ich wünsche dir was. Und wenn du den abendlichen Adventskalender vermisst, nochmal meine Empfehlung. Schau einfach mal in die letzten Jahre. Da sind Ideen ohne Ende. Und auf meinem YouTube-Kanal sind überhaupt, ich habe jetzt mal geguckt, so viele Videos. Ich weiß gar nicht, was ich hier alle gemacht habe. Aber ich habe sie alle selber gemacht. Okay, also hier geht es weiter mit mehr Anleitungen, Tipps und Ideen. Also bleib dran und sei gespannt. Gern bis gleich in einem meiner nächsten Videos. Ich freue mich auf dich. Deine Angela von der Stempelfamilie.